Hallo, mein Name ist Carmen und ich habe meine Wohnung zweimal unverschuldet verloren. Ursprünglich wollte ich mich mit dem Thema der Salutogenese von Antonowski, speziell in der Wiener Wohnungslosenhilfe, befassen, aber wie für mich üblich habe ich mich dann ein paar Minuten vor Abgabeschluss doch noch entschieden, mich lieber mit einem Projekt bzw. Thema zu befassen, das mir so in Wirklichkeit schon seit einigen Jahren im Kopf herumgeht. Wie es scheint, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen und wie es scheint, gibt es manchmal eben doch Zufälle. Meine Idee ist es, eine Selbstfürsorge bzw. Kreativwerkstatt einzurichten. In dieser Werkstatt geht es darum, in einem kreativen Rahmen die Gesundheit von Menschen vor allem durch Schaffung von Ruhe und Raum zu fördern. Auf die einzelnen Punkte bzw. Themen meines Konzepts gehe ich gleich noch genauer ein. Denn da es gar nicht so einfach zu erklären ist, was ich mir unter so einer Werkstatt vorstelle und woher die Idee und die Motivation dazu überhaupt kommen, an dieser Stelle für jetzt ein kleiner Überblick. Dass das Salutogenese-Konzept der Grundbaustein für meine Idee ist, dürfte mittlerweile klar sein. Hier bin ich eher so frei und stelle eine Frage in den Raum. Warum werden solche Thematiken eigentlich nicht an Schulen unterrichtet? Themen wie zum Beispiel Kommunikation und Psychologie im weitesten Sinne. Ich für meinen Teil verstehe es bis heute nicht ganz, warum es ein gutes Kohärenzgefühl und eine gute Gesundheit bzw. Dinge wie Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen anscheinend nicht wert sein sollen, unterrichtet zu werden. Mein Impuls, so eine Werkstatt zu kreieren, ist im Grunde aus meinem ureigensten Wunsch nach einem kreativen Umfeld und einer förderlichen sozialen Umgebung entstanden. Ich war einfach immer schon so. Aufgewachsen in einem nicht nur, aber auch musikalischen Haushalt, hat bei mir schon früh alles eine Rolle gespielt, das mit Gehör, Lautstärke und am Ende auch mit Lärm zu tun hat. Warum das Thema dann aber später in meinem Leben noch um so einiges wichtiger wurde, hat vor allem mit dem Verlust meiner zweiten Wohnung zu tun. Fast 10 Jahre Dauerlärmbelästigung, der mit der Zeit immer extremer und extremer wurde, zwangen mich die Wohnung also am Ende dann doch noch aufzugeben. Dass diese unter Anführungsstrichen Reise mit mir und dem Lärm danach noch weitere 2 Jahre dauern würde, war mir bei meiner Flucht ins mehr oder minder selbstgewählte Exil in ein Übergangswohnheim natürlich noch nicht klar. Denn auch dort war es immer laut und Gelegenheiten ungestört zu arbeiten, zu lernen und zu kreieren gab es leider kaum je. Meine Kopfhörer haben mir also in all dieser Zeit wirklich mehr als treue Dienste geleistet. Wie dem auch sei. Umso klarer wurden mir in diesen letzten Jahren vor allem zwei Dinge, beziehungsweise der springende Punkt ist, erstens, Lärm macht definitiv krank und zweitens, mit meinem Wunsch nach einem Raum, genügend Ruhe und damit der Gelegenheit, an seinen Talenten, Träumen und Hoffnungen zu basteln, bin ich bei weitem nicht alleine. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie solche, ich nenne es jetzt mal, Räume der Gelegenheiten im Einzelnen denn eigentlich genau aussehen sollen. Und die ehrliche Antwort ist, genau weiß ich das selber noch nicht. Aber dass ein niederschwelliger und somit wirklich leistbarer Zugang gewährleistet sein muss, steht für mich außer Frage. Was es heißt, aus Geldmangel nicht an sogenannten normalen Aktivitäten teilhaben zu können, sollte ich, denke ich zumindest, auch nicht extra erklären müssen. Natürlich gibt es in der Theorie mehrere Wege, so ein Projekt umzusetzen. Ich habe mir überlegt, dass es zum Beispiel das Modell geben könnte, dass man je nach Möglichkeit und Ressourcen einzelne Räume oder eben Arbeits- und Werkstatttische stunden-, halbtags- oder tageweise vermieten könnte, um für jetzt nur eine Variante zu nennen. Auch eine Teilnahme auf Basis einer Mitgliedschaft wäre denkbar zum Beispiel. Aber wie sich organisatorisch alles wirklich umsetzen lässt, muss in der Zwischenzeit noch offen bleiben. Was die Materialien, die zur Verwendung kommen, anbelangt, ist zunächst der Gedanke da, dass zu Anfangs die Nutzer diese teilweise selber stellen sollen.
Aber meinem Gefühl nach sollte es eigentlich schon gut machbar sein, auch einiges an gemeinnützigen Spenden und Förderungen generieren zu können. Denn etwaige anfallende Materialkosten können durchaus weitere und große Hürden darstellen. Als Autodidaktin der ersten Stunde kann ich mir auch sehr gut vorstellen, im späteren Verlauf eventuell Kurse und Workshops anzubieten. Auch hier sind den Möglichkeiten in der Theorie kaum Grenzen gesetzt, aber wie gesagt soll der Fokus zumindest zu Anfangs auf die Grundvoraussetzungen für kreatives Schaffen gelegt werden: Ruhe, Raum und Gelegenheit. Damit das Projekt dann am Ende auch auf einem möglichst soliden Fundament steht, wäre es mir zum Beispiel auch wichtig, eine Null-Null-Politik zu verfolgen, also ein generelles Verbot von Alkohol und Drogen. Und im Sinne meines neuen Berufes und einer echten 1:1 Beratung und Hilfestellung würde ich mir nicht nur, aber unter anderem auch Peerarbeiter als feste Angestellte wünschen. Und wenn es dann sogar noch ein kleines Wohnzimmer zum Passieren und sozialen Netzwerken gäbe, ja dann